Flugzeuge, ein Symbol für Sicherheit und Fortschritt. Doch manchmal scheinen selbst die modernsten Technologien machtlos zu sein. Stellen Sie sich vor, ein Passagierflugzeug verschwindet spurlos. Keine Notsignale, keine Trümmer, keine Antworten. Was könnte passiert sein? Die Geschichte des Fluges MH370 ist ein Rätsel, das alles in Frage stellte, was wir über die moderne Luftfahrt zu wissen glauben. In der Nacht vom 7. auf den 8. März 2014 herrschte am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur die übliche Betriebsamkeit. Eines der modernsten Flugzeuge, eine Boeing 777, bereitete sich auf den Flug nach Peking vor. Ein Routineflug der Malaysia Airlines, der täglich durchgeführt wurde. An Bord befanden sich 227 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder. Kuala Tower, hier MH370. Erlaubnis zum Rollen angefordert. MH370, sind Sie startbereit? Bestätige, startbereit. Rollerlaubnis erteilt, Start von Landebahn 32R. Um 0:40 Uhr Ortszeit rollte das Flugzeug ruhig auf die Startbahn und erhob sich kurz darauf in den Nachthimmel. MH370, Kontrolle Kuala Tower, haben Sie die Flughöhe von 35.000 Fuß erreicht? Bestätige, Reiseflughöhe erreicht. Der Flug begann wie geplant. Die Radardaten zeigten Stabilität. Die Kommunikation mit der Besatzung funktionierte einwandfrei. Doch 30 Minuten nach dem Start verwandelte sich diese Routine in eine der rätselhaftesten Geschichten der modernen Luftfahrt. Die Boeing 777 verschwand und hinterließ nur Fragen. MH370 setzte seinen geplanten Kurs fort. Alles lief normal. Die Instrumente zeigten einen stabilen Flug, die Fluglotsen behielten das Flugzeug auf dem Radar im Blick. Die Passagiere hatten sich wahrscheinlich bereits entspannt und erwarteten die 5-stündige Reise nach Peking. Doch 30 Minuten nach dem Start wurde das letzte Ereignis aufgezeichnet. Kuala Control, hier MH370. Wir haben eine Höhe von 35.000 Fuß erreicht. MH370 bestätigt. Setzen Sie Ihren Kurs fort. Alles schien ruhig. Die Stimme des Kapitäns klang sicher. Keine Anzeichen von Unruhe. Zu diesem Zeitpunkt deutete nichts darauf hin, dass dieser Flug als eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte in Erinnerung bleiben würde. Um 0:08 Uhr, nachdem der malaysische Luftraum überquert wurde, steuerte das Flugzeug in die Verantwortungszone der vietnamesischen Fluglotsen. Der malaysische Lotse übermittelte die letzten Anweisungen. MH370, wechseln Sie auf die Frequenz von Ho Chi Minh. Verstanden, gute Nacht. MH370. Dies war der letzte Kontakt mit dem Flug. MH370, bestätigen Sie die Verbindung mit den Lotsen in Ho Chi Minh. Wenige Minuten später verschwand das Flugzeug von den Radaren. Weder die vietnamesischen noch die malaysischen Fluglotsen konnten es orten. Dies war der Beginn der mysteriösesten Geschichte der modernen Luftfahrt. Nach dem Verschwinden von MH370 herrschte Verwirrung. Der malaysische Lotse nahm an, dass das Flugzeug sich bereits in der Verantwortungszone der vietnamesischen Kollegen befand, während diese ihrerseits auf eine Kontaktaufnahme durch die Besatzung warteten, jedoch vergeblich. Ho Chi Minh, hier Kuala Control. Hatten Sie Kontakt mit MH370? Nein, wir haben keinen Kontakt. Wir hatten sie auf dem Radar, aber jetzt sind sie verschwunden. Es vergingen mehr als 20 Minuten, bevor die Lotsen begannen, ernsthaft besorgt zu sein. Nach den Vorschriften muss die Besatzung bei fehlendem Kontakt auf eine Notfrequenz wechseln oder ein Notsignal senden. Doch von MH370 gab es keinerlei Meldung. Später brachte die Untersuchung schwerwiegende Mängel im Handeln der Operatoren und der Fluggesellschaft ans Licht. Der leitende Fluglotse in Kuala Lumpur schlief 4 Stunden lang, nachdem das Flugzeug von den Radaren verschwunden war. Die Fluglotsen in Ho Chi Minh begannen erst 20 Minuten nach dem Verschwinden des Fluges, die Ursache zu klären, obwohl das Protokoll vorschreibt, dies spätestens nach 2 Minuten zu tun. Malaysia Airlines erklärte erst nach 5 Stunden und 13 Minuten nach dem letzten Kontakt mit der Maschine den Notfall. Aufgrund dieser Verzögerung begann die Suchaktion mit erheblicher Verspätung. Das erste Flugzeug startete erst 10 Stunden nach dem Verschwinden von MH370. Unterdessen schien Malaysia Airlines zunächst ruhig zu bleiben.
Man nahm an, dass das Flugzeug weiterhin seine Route verfolgte, möglicherweise mit geringfügigen technischen Problemen. Doch die Situation änderte sich schnell, als klar wurde, der Flieger war nicht nur von den Radaren, sondern auch aus allen Überwachungssystemen verschwunden. Was genau in diesen ersten kritischen Minuten nach dem Verschwinden von MH370 geschah, bleibt ein Rätsel. Gab es an Bord eine Notlage? Warum sendete niemand aus der Besatzung ein Notsignal? Diese Fragen bildeten den Ausgangspunkt für Ermittlungen, die sich über Jahre hinziehen würden. Nach dem Verschwinden von MH370 versuchten die Fluglotsen aus Kuala Lumpur und Ho Chi Minh weiterhin vergeblich Kontakt mit der Besatzung aufzunehmen. MH370, hier Kuala Control. Hören Sie uns? Kuala Control, wir sehen Sie nicht auf unserem Radar. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Grenze überquert haben? Bestätigt. Sie sind in Ihren Luftraum eingetreten. Im Verlauf der Untersuchung kamen interessante Details ans Licht. An Bord befanden sich 2 Passagiere, die ihre Tickets mit gefälschten Pässen gekauft hatten. Diese Pässe gehörten dem Italiener Luigi Maraldi und dem Österreicher Christian Kozel, deren Dokumente in Thailand verloren gingen und in der Interpol-Datenbank als gestohlen gemeldet waren. Trotzdem gelang es den Iranern, die Sicherheitskontrollen zu passieren und an Bord von Flug MH370 zu gelangen. In den nächsten Stunden wurde klar, dass das Flugzeug verschwunden war. Um 2:15 Uhr stellte Malaysia Airlines die ersten Anfragen bei den Flugkontrollzentren, um den Standort des Fluges zu bestätigen. Doch es gab keine Daten, die den genauen Aufenthaltsort hätten bestimmen können. Unterdessen, wie später festgestellt wurde, registrierten militärische Radare ungewöhnliche Bewegungen. Nachdem die Maschine die geplante Route verlassen hatte, führte sie eine scharfe 180-Grad-Wende durch und flog zurück in Richtung Malaysia. Wir haben den Kontakt zu MH370 verloren. Können Sie sie auf Ihrem Radar sehen? Es scheint, dass wir ein Objekt haben, das wie ein Flugzeug aussieht, aber es bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Diese Daten waren der erste bedeutende Hinweis in den Ermittlungen. Das Abschalten der Transponder und die Kursänderung deuteten darauf hin, dass diese Handlungen manuell vorgenommen wurden. Die Maschine übermittelte keine Daten mehr über die Ortungssysteme, setzte ihren Flug jedoch noch mehrere Stunden fort, verborgen vor den zivilen Radaren. Nachdem die militärischen Radare das seltsame Verhalten von Flug MH370 aufgezeichnet hatten, tauchten die ersten Fragen auf. Warum änderte das Flugzeug plötzlich seinen Kurs? Wer steuerte die Maschine in diesem Moment? Alles deutete darauf hin, dass das Abschalten der Transponder absichtlich durchgeführt wurde. Das Objekt bewegt sich in Richtung Straße von Malakka. Sind Sie sicher, dass es sich um ein Passagierflugzeug handelt? Es sieht so aus, ja. Aber es ist von der Route abgewichen und es gibt keinen Kontakt. Auf dem Radar überquerte das Flugzeug Malaysia, umflog den nördlichen Teil Indonesiens und bewegte sich südwärts in Richtung Indischer Ozean. Diese Informationen wurden sowohl durch zivile als auch militärische Systeme bestätigt. Doch zu diesem Zeitpunkt war niemandem bewusst, dass die Maschine noch mehrere Stunden nach ihrem Verschwinden weiterflog. Um 6:30 Uhr morgens sollte Flug MH370 in Peking landen. Doch als diese Zeit verstrich, begannen die Fluglotsen des Flughafens, das Fehlen des Flugzeugs zu melden. Kurz darauf wurde die Malaysia Airlines informiert und die offizielle Suchaktion begann. Das erste Suchgebiet war das Südchinesische Meer, wo das Flugzeug zuletzt Kontakt aufgenommen hatte. Doch es gab keine Hinweise, die auf einen Absturz oder eine Katastrophe hindeuteten. Die erste Welle der Suchaktionen blieb erfolglos. Während die Aufmerksamkeit auf das Südchinesische Meer gerichtet war, deuteten die tatsächlichen Daten darauf hin, dass die Maschine in eine völlig andere Richtung geflogen war. Als klar wurde, dass Flug MH370 nicht in Peking gelandet war, nahm die Situation einen extrem ernsten Charakter an. Fluglotsen und Rettungsdienste intensivierten ihre Bemühungen, doch die ersten Stunden wurden damit verschwendet, in die falsche Richtung zu suchen. Während die Einsatzteams das Gebiet des Südchinesischen Meeres durchkämmten, lieferten die militärischen Radardaten neue Erkenntnisse. Das Flugzeug, das als verschollen galt, hatte den Kurs geändert und war in Richtung Straße von Malakka geflogen. Diese Bewegung konnte kein Zufall sein. Das Objekt hat unseren Luftkorridor überquert und bewegt sich in Richtung Indischer Ozean. Ist das ein Passagierflugzeug? Warum fliegt es ohne Transponder? Diese unerwartete Wendung fügte den Suchaktionen eine neue Ebene der Komplexität hinzu.
Schon bald zeigten die Satellitendaten der Firma Inmarsat, dass die Maschine 6 Stunden nach dem Abschalten der Systeme weitergeflogen war. Sie bewegte sich in südlicher Richtung auf eines der abgelegensten und am wenigsten erforschten Gebiete der Erde zu, die südliche Region des Indischen Ozeans. Doch kein Notruf, keine Bestätigung von der Besatzung war je eingegangen. Das Flugzeug flog lautlos weiter und verschwand nacheinander von den Radaren. Dieses Rätsel warf viele Fragen auf. Wer steuerte die Maschine? Warum änderte sie den Kurs? Und vor allem, wie konnte sie vollständig verschwinden, trotz moderner Technologien? Als die Satellitendaten bestätigten, dass das Flugzeug in Richtung Süden zum Indischen Ozean geflogen war, wurden die Suchaktionen umgeleitet. Dies war eine der am schwersten zugänglichen und am wenigsten erforschten Regionen des Planeten. Das Flugzeug konnte überall in diesem riesigen Gebiet sein, was die Aufgabe nahezu unmöglich machte. Die Suche begann mit der Analyse von Meeresströmungen, um das mögliche Wrackgebiet zu bestimmen. Dutzende Flugzeuge und Schiffe wurden entsandt und Unterwasserfahrzeuge begannen mit der Erforschung des Meeresbodens. Doch die ersten Tage und sogar Wochen brachten keine Ergebnisse. Monate nach dem Verschwinden von Flug MH370 wurde auf der Insel Réunion das erste bestätigte Wrackteil gefunden, ein Teil des Flugzeugflügels, bekannt als Flaperon. Die Seriennummer stimmte mit den Daten der Boeing 777 überein, die für Flug MH370 verwendet wurde. Dies war der erste Beweis dafür, dass das Flugzeug tatsächlich abgestürzt war. Interessanterweise berichtete später der Müllsammler Nicolas Ferrier, der auf der Insel Réunion lebt, den Journalisten, dass er seltsame Gegenstände gefunden hatte, lange bevor der Flaperon offiziell entdeckt wurde. Im Mai 2015 fand er Koffer, die mit Gegenständen gefüllt waren, sowie einen Sitz, der einem Flugzeugsitz ähnelte. Doch da er nichts von der groß angelegten Suche nach dem verschwundenen Flugzeug wusste, zerstörte Ferrier diese Gegenstände wie gewöhnlichen Müll. »Ich wusste nichts von dem Flugzeug, weil ich weder Fernsehen schaue noch Radio höre«, erklärte er später. Dieser Fund weckte neue Hoffnungen, warf jedoch auch weitere Fragen auf. Warum war das Flugzeug so weit von seiner Route entfernt? Wer steuerte es? Und warum sendete niemand an Bord ein Notsignal? Trotz der gefundenen Wrackteile konnte der genaue Absturzort der Maschine nicht bestimmt werden. Die Suche wurde nicht nur durch den Mangel an Beweisen, sondern auch durch falsche Berichte erschwert. Im Oktober 2015 erhielten die Behörden der Philippinen Informationen über Flugzeugwrackteile, die angeblich in einem schwer zugänglichen Gebiet auf der Insel Mindanao gefunden worden waren. Es wurde berichtet, dass Jugendliche, die auf Vogeljagd waren, ein Flugzeug mit malaysischen Flaggen und menschliche Überreste entdeckt hätten. Doch nach gründlichen Untersuchungen und Befragungen der Bevölkerung widerlegte die örtliche Polizei diese Angaben. Die Identität des Verfassers der Meldung konnte nie festgestellt werden. Die Suche ging weiter und erstreckte sich über immer größere Gebiete, doch der Indische Ozean stellte ein nahezu unüberwindbares Hindernis dar. Seine Erforschung war durch enorme Tiefen und unvorhersehbare Strömungen extrem erschwert, was die Aufgabe nahezu unlösbar machte. Trotz des Fundes des Flügelteils blieben die weiteren Suchbemühungen erfolglos. Marine- und Luftstreitkräfte mehrerer Länder durchkämmten den südlichen Indischen Ozean mit Hilfe von Unterwasserfahrzeugen und modernster Technologie. Doch der genaue Ort des Absturzes konnte nicht lokalisiert werden. Bald richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Analyse der Flugbahn des Flugzeugs. Satellitendaten des Unternehmens Inmarsat zeigten, dass die Maschine nach dem Ausschalten der Transponder noch 6 Stunden weiterflog. Diese Informationen ermöglichten die Rekonstruktion der Route, die in die südliche Region des Indischen Ozeans führte. Experten machten auf eine seltsame Tatsache aufmerksam. Das Abschalten der Ortungssysteme erfolgte schrittweise, was auf manuelles Eingreifen hindeutete. Zudem wurde die scharfe 180-Grad-Wendung manuell und nicht vom Autopiloten durchgeführt. Dies verstärkte den Verdacht, dass jemand aus der Besatzung in das Ereignis verwickelt sein könnte. Im Jahr 2015, fast ein Jahr nach dem Verschwinden, stieß die Suchoperation auf erhebliche Schwierigkeiten. Die enormen Ozeangebiete, das Fehlen neuer Anhaltspunkte und erschöpfte Ressourcen führten dazu, dass die aktive Suche vorübergehend eingestellt wurde. Erst einige Monate später wurde sie mit der Beteiligung privater Unternehmen wieder aufgenommen, jedoch ohne Erfolg. Jede neue Information über Flug MH370 verstärkte das Mysterium nur noch weiter.
Warum wurde kein Notsignal vom Flugzeug gesendet? Warum wich die Maschine von ihrer Route ab? Und vor allem, wer steuerte das Flugzeug in den letzten Stunden? Die Ermittler richteten ihre Aufmerksamkeit auch auf die Fracht an Bord. Unter den transportierten Gütern befanden sich 2435 Kilogramm elektronische Zubehörteile von Motorola, darunter 221 Kilogramm Lithium-Ionen-Akkus sowie 4566 Kilogramm Mango-Starnfrüchte. Obwohl Lithium-Ionen-Akkus bei unsachgemäßer Handhabung Brände verursachen können, wurden keine Verstöße gegen die Transportvorschriften festgestellt. Darüber hinaus hatte Malaysia Airlines seit Jahresbeginn bereits 99 ähnliche Transporte erfolgreich durchgeführt. Dennoch wurde diese Tatsache zu einem weiteren Element in der Kette der Rätsel um Flug MH370. Mit der Zeit wurden die Theorien über die Ereignisse immer vielfältiger. Einige behaupteten, das Flugzeug könnte von Terroristen entführt worden sein. Andere vermuteten ein absichtliches Handeln eines der Piloten. Es gab sogar Spekulationen über einen technischen Defekt, der zur Katastrophe führte. Doch keine dieser Theorien konnte bestätigt werden. Die Aufmerksamkeit der Ermittler richtete sich bald auf den Kapitän Zahari Ahmad Shah. Es stellte sich heraus, dass er zu Hause einen Flugsimulator installiert hatte, und auf einer der gespeicherten Routen gab es einen Flug, der dem von Flug MH370 ähnelte. Diese Route führte in die südliche Region des Indischen Ozeans und verstärkte die Verdächtigungen gegenüber dem Kapitän. Doch die Angelegenheit war nicht so eindeutig. Kollegen und Freunde beschrieben Zahari als einen Profi mit makellosem Ruf. Es wurden keine Anzeichen für einen labilen psychischen Zustand gefunden und selbst Gerüchte über mögliche persönliche Probleme erhielten keine offizielle Bestätigung. Was den Co-Piloten Farik Abdulhamid betraf, so war er ein junger Spezialist, der gerade erst seine Karriere begann. Auch bei ihm wurden keine Anzeichen für Instabilität oder verdächtiges Verhalten festgestellt. Eine einzige Merkwürdigkeit fiel jedoch auf. Sein Handy wurde für kurze Zeit mit einem Mobilfunkmast über der Insel Penang verbunden. Die Gründe dafür bleiben bis heute ein Rätsel. Und doch deuteten die Daten darauf hin, dass die Maßnahmen an Bord bewusst durchgeführt wurden. Wer steuerte das Flugzeug in den letzten Stunden? War es einer der Piloten oder konnte jemand anderes das Cockpit betreten? Antworten auf diese Fragen bleiben unklar. Im Januar 2015 erklärten die malaysischen Behörden offiziell alle Passagiere und Besatzungsmitglieder für tot. Als offizielle Ursache des Unglücks wurde ein Unfall angegeben. Diese Entscheidung ermöglichte es den Angehörigen, Entschädigungen zu erhalten. Doch viele Familien, insbesondere aus China, weigerten sich, das Unglück als Unfall anzuerkennen. Kurz darauf begannen Gerichtsverfahren. Die Angehörigen der verstorbenen Passagiere reichten Klagen gegen Malaysia Airlines ein und beschuldigten das Unternehmen der Fahrlässigkeit. Die Höhe der Entschädigungen reichte von 755.000 bis 1,23 Millionen Dollar pro Opfer. Diese Verfahren wurden in den Medien ausführlich behandelt und hoben das Ausmaß der Tragödie nicht nur für die Luftfahrt, sondern auch für das Rechtssystem hervor. Während zahlreiche Hypothesen diskutiert wurden, gingen die Suchaktionen nach Flug MH370 weiter, doch die Funde wurden immer seltener. Jahre nach der Tragödie wurde der Großteil der Wrackteile nicht entdeckt. Die Welt wartet weiterhin auf Antworten, die möglicherweise niemals gefunden werden. Trotz jahrelanger Bemühungen führten die Untersuchungen zu Flug MH370 nicht zu einem vollständigen Verständnis der Ereignisse. Gefundene Wrackteile wie das Flaperon bestätigten lediglich, dass das Flugzeug in den Indischen Ozean stürzte. Sie konnten jedoch keine Klarheit über die Ursachen der Tragödie bringen. Die Tragödie von MH370 wurde nicht nur zu einer Quelle des Leids für die Familien, sondern auch zu einer Gelegenheit für Betrüger, vom Unglück anderer zu profitieren. Im Jahr 2014 nahm die Polizei ein Ehepaar fest, das 34.000 Dollar von den Konten der Passagiere des Fluges gestohlen hatte. Ihr Betrug wurde aufgedeckt und das Geld wurde den Angehörigen zurückerstattet. Im Jahr 2018 veröffentlichten die malaysischen Behörden einen Bericht zur Untersuchung. Das Dokument mit einem Umfang von 1450 Seiten enthielt zahlreiche technische Details, konnte jedoch die wichtigsten Fragen nicht beantworten. Der Bericht stellte fest, dass das Abschalten der Ortungssysteme und die Kursänderung wahrscheinlich manuell durchgeführt wurden. Wer dies jedoch tat und aus welchem Grund, blieb unbekannt.
Viele Angehörige der Passagiere von Flug MH370 glauben weiterhin, dass die Wahrheit irgendwo in den Archiven verborgen liegt. Theorien über eine mögliche Entführung des Flugzeugs durch Terroristen, militärische Maßnahmen oder absichtliche Handlungen des Piloten werden weiterhin diskutiert. Doch keine dieser Theorien verfügt über ausreichende Beweise. Flug MH370 wurde zu einem Symbol dafür, dass es selbst im Zeitalter der Hochtechnologie Rätsel gibt, die sich nicht erklären lassen. Das Verschwinden des Flugzeugs erinnert uns daran, dass wir trotz all unserer Fortschritte gegenüber der Natur und menschlichen Fehlern weiterhin verwundbar sind. Die Suchaktionen sind derzeit eingestellt und die Aussichten auf eine Wiederaufnahme bleiben äußerst ungewiss. Ohne neue Funde oder entscheidende Hinweise wird die Welt vermutlich nie erfahren, was in jener Nacht tatsächlich geschah. Die Tragödie von MH370 war nicht nur eine der rätselhaftesten in der Geschichte der Luftfahrt, sondern auch der Anstoß für wichtige Änderungen in den internationalen Vorschriften. Am 8. März 2016 verabschiedete der ICAO-Rat Änderungen des Chicagoer Abkommens, die neue Anforderungen festlegten. Alle Flugzeuge müssen mit Überwachungsgeräten ausgestattet sein, die im Notfall eigenständig Standortdaten jede Minute übermitteln können. Für Flugdatenschreiber wurden neue Normen eingeführt, die eine Aufzeichnungsdauer von bis zu 25 Stunden vorschreiben, um alle Phasen des Fluges festzuhalten. Darüber hinaus wurden Maßnahmen entwickelt, um die Bergung und Bereitstellung von Daten aus Flugschreibern schneller und effizienter zu gestalten. Diese Änderungen sollen dazu beitragen, ähnliche Tragödien in der Zukunft zu verhindern und sicherstellen, dass selbst in den schwierigsten Situationen das Schicksal von Flugzeugen nicht im Verborgenen bleibt. Was glauben Sie, was wirklich mit Flug MH370 passiert ist? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.